Also mein Lieblingspart an Kostümen ist es, Kostüme zu machen. In den Charakter schlüpfen ist eine Sache, das macht natürlich auch mega Spaß, aber dieser Weg dahin zu sehen, wie aus schwarzen Streifen plötzlich ein grüner, schöner, bauschiger 3D-Rock wird, das ist einfach ziemlich cool zu sehen. Und ich liebe einfach den Part, das anzugucken und zu sagen, hey, das habe ich gemacht. Finde ich einfach super. Ich bin Sophia, auch bekannt als Miss Skunk. Ich mache Cosplay seit 2004, also fast seit 18 Jahren. Und habe 2017 schon ein Aloy-Kostüm von Horizon Zero Dawn gemacht. Jetzt mache ich ein Kostüm von Horizon Forbidden West und werde euch ein bisschen was davon zeigen. Horizon Zero Dawn habe ich gespielt, ja. Ich habe das Kostüm aber schon vorher gemacht, weil ich damals in dem Trailer sie gesehen habe und dachte, wow, die ist ziemlich cool. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe diese Welt einfach sehr gerne entdeckt. Ich fand die Details von den Haaren, von einfach der ganzen Umgebung einfach ultimativ. Bis heute eine der schönsten Umgebungen, die ich je gesehen habe. Ich stand auch manchmal einfach nur im Spiel und habe geguckt. Ich finde es super, dass Aloy wieder da ist mit einem neuen Abenteuer, weil ich fand, die war ziemlich cool, ziemlich tough. Ja, viel mehr Empowerment ist das einfach, weil man hat keinen männlichen Bezugspunkt in diesem ganzen Spiel gehabt und das ist sehr erfrischend gewesen. Ich konnte mich sehr gut mit ihr identifizieren und ich liebe es, Aloy zu sein. Aloys Outfit trägt den Namen Utaru Harvester, also eine Rüstung, die an die Rolle einer Sammlerin angelehnt ist. Deswegen besteht es hauptsächlich aus natürlichen Stoffen, was eine Herausforderung ist. Korbware, Jute und Holz bilden den Torso und Bananenblätter den mehrschichtigen Rock. Anhand des Cosplay Guides erstelle ich meine eigene Gliederung des Kostüms. Ich überlege mir, welche Teile ich alle erstellen muss, welche davon über- oder untereinander liegen müssen, damit es hält und funktioniert. Der Torso besteht aus mehreren Teilen. Erster Teil ist der Fließpart. Auf diesem Part werden alle Zutaten aufgeklebt und genäht. Außerdem kann ich dort die Aufteilung der verschiedenen Materialien aufmalen. Zweiter Teil sind die Holz- und Korbparts. Diese werden mit Hilfe des Cosplay Guides aufgenäht und geklebt. Teil 3 ist Deko und die Schultern aus Gras. Daraus kann ich dann Schnittmuster anfertigen und testen, ob die Proportionen stimmen und mein Plan aufgeht. Sollte das nicht der Fall sein, passe ich gegebenenfalls Teile aneinander an und prüfe die Proportionen, bis ich zufrieden bin. Ich habe mich entschieden, einen Body zu fertigen, der im Taillenbereich Klettverschluss angenäht hat, an welchem ich die Corsage festmache, worauf das komplette Kostüm später aufgebaut wird. Der Vorteil daran ist, dass später nichts verrutschen kann. Anlaufstelle Nummer 1 ist der Cosplay Guide von dem Entwicklerstudio. Dort hat man natürlich schon auch Kommentare zu den Materialien. Das heißt, man kann sich da sehr gut dran orientieren. Ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, das weiß ich nicht. Zum Beispiel bei Bananenblättern habe ich ein bisschen Bedenken. Da werden wir, glaube ich, ein größeres Problem bekommen, weil natürlich Bananenblätter nicht lange halten und wenn ich das Kostüm nicht nach einer Woche wegschmeißen möchte, sollte ich da vielleicht eine Alternative suchen. Das heißt, ich werde verschiedene Materialien dafür mir angucken und dann entscheiden, was ich am besten dafür benutze. Dann werden wir einmal uns auch natürlich um diesen Torso-Bereich kümmern. Dafür werde ich natürlich auch Parts vorbereiten, auch um ein bisschen zu gucken, wie das aufgebaut ist, das Kostüm, das natürlich auch von der Größe zueinander passt. Dort haben wir Teile, Parts, die aus Korbware gemacht sind. Da muss ich natürlich auch für mich abwägen, kann ich das aus Korbware machen oder muss ich da vielleicht anderes Material benutzen und es dann zu Korb faken, indem ich dann halt mit Farben arbeite. Dann kommen wir zu dem Part der Perücke. Letztes Mal war das natürlich ganz fantastisch, dass ich meine eigenen Haare benutzen konnte. Diesmal kann ich das leider nicht mehr machen. Das heißt, ich muss eine Perücke dafür stylen und versuche sie natürlich so natürlich wie möglich zu machen. Das heißt auch vielleicht auch farblich zu bearbeiten. Wir werden mal schauen, wie das funktioniert. Also bei meiner Recherche von den ganzen Materialien sind natürlich ein paar Probleme auch teilweise aufgetreten. Das heißt, manche Materialien habe ich nicht so gefunden, wie ich das wollte. Sprich, besonders wenn es um Farben ging, musste ich ein bisschen umdenken. Das heißt, ich muss auch teilweise umfärben. Ich habe zum Beispiel das Tuch
was sie um den Hals trägt, habe ich einmal schon vorgefertigt. Das ist leider ganz schrecklich misslungen. Das heißt, ich musste ein bisschen umdenken und habe da neue Materialien dann für besorgt und habe mich dann entschieden, dass ich da gegenfärben muss, damit ich diese Farbe bekomme, wie sie auch wirklich in dem Cosplay Guide ist. Bei dem Bananenrock habe ich mich dann für Iva-Form entschieden. Das ist ein Material, gibt es in verschiedenen Stärken. Weich, hart. Ich habe weiche, dünne Variante genommen. Nicht nur bei Farben, sondern auch bei Materialien bin ich auch teilweise an meine Grenzen gestoßen. Zum Beispiel die Fransen an dem Schal habe ich so nicht gefunden. Das heißt, diese werde ich dann auch selber herstellen, damit sie A, die richtige Farbe haben, B, die richtige Dicke und C, die richtige Länge. Wir wollen ja alles so akkurat wie möglich haben. Das kann ich nicht sagen. Gefailt. Kann ich gefailt sagen? Ja, komm, wir machen das einfach. Nachdem ich beim Schal Nummer 1 gefailt habe, habe ich meine Suchmaschinen-Skills benutzt und einfach mal krumpeligen Stoff eingegeben und den Stoff Crinkle gefunden, den es meistens eher in Polyester gibt. Wir brauchen aber beim Färben Baumwolle. Also habe ich einen Baumwollstoff Crinkle gefunden und habe diesen bestellt, weil natürliche Materialien natürlich einfacher zu färben sind. Manche Shops haben auch Muster, das heißt, man kann sich Griffmuster bestellen. Teilweise haben die das auch schon in kleinen Büchern. Einmal bestellen für 1 Euro, 10 Euro, wenn du alle Stoffe drin hast. Und dann kann man einfach mal sich durchgreifen und sagen, das ist mein Ding oder das ist nicht mein Ding. Ich erstelle mir eine Übersicht aller Teile und lege Listen an, was ich alles brauche und auch welche Schritte ich erledigen muss. Die kann ich dann abarbeiten. Nach der Planung der Teile fange ich an, die einzelnen Parts zu zeichnen und die Größe abzuschätzen. Ich skizziere auch, wie die Teile übereinander liegen würden. Zu meiner Grundausstattung, um dieses Kostüm so gut wie möglich zu bewältigen, gehören neben Maßband, diversen Klebern und natürlich dickeren Nadeln und verschiedene Stärken von Garnen auch Dinge wie eine Heißklebepistole oder Klemmen. Diese Tools benutze ich bei fast jeder Aufgabe und damit geht es einfach leichter. Die Nadeln und Klemmen helfen mir mit dem optimalen Befestigen von den Klebestellen, sodass sich nichts lösen und ich ohne Bedenken an anderen Dingen weiterarbeiten kann. Parts wie Holzränder sind einfach mit Nadeln zu fixieren. Bei flachen Rändern nutze ich eher die Klemmen. Ich benutze diverse Klebstoffe und jeder hat seine Aufgabe. Kontaktzement, Heißkleber und Stoffkleber. Die Fransen, die ich jetzt gemacht habe, das war natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Es waren sehr, sehr viele Fransen, sehr, sehr viele Stunden. Aber die gefallen mir deutlich besser als das, was man halt kaufen konnte. Und passt natürlich auch farblich jetzt perfekt zu dem Schal. Gut gefärbt. Und wir schauen mal, wie es zum Schluss komplett aussieht. Ja, jetzt sind alle Teile da, die ich für das Kostüm brauche. Das heißt, ich habe manchmal auch so Option A und B mir geholt und habe mich jetzt für die Materialien entschieden. Das Färben hat super geklappt. Ich bin sehr zufrieden mit den Farben, wie sie rausgekommen sind. Und die Stoffe, die ich jetzt auch dazu geholt habe, den Crinkle, der passt auch viel besser jetzt ins Bild und in die ganze Optik des Kostüms. Und ich bin sehr zufrieden. Jetzt können wir das Kostüm richtig anfangen. Da freue ich mich richtig drauf. Jetzt geht's los.